Ich habe gerade so richtig schön ins Klo gegriffen. Hallo Leute, ich nehme euch heute mit auf mein allererstes Bikepacking-Abenteuer mit Übernachtung. Meine Route geht von Petershagen, das ist östlich von Berlin, bis hoch nach Bansin auf Usedom. In Summe sind das 241 Kilometer, weil ich noch einen kleinen Umweg machen muss, denn ich habe ein Problem. Ich habe keinen Schlafsack und auch keine Isomatte. Die muss ich mir noch in Berlin kaufen und fahre dann von Berlin direkt hoch. Eine Übernachtung habe ich auch noch nie im Freien gemacht, zumindest nicht seit 2003 bei der Bundeswehr. Da war mein letztes Mal, da hatten wir aber auch noch einen Tarp noch drüber. Die Nacht war da nicht besonders gut, deswegen bin ich mal gespannt, wie die Nacht jetzt wird. Was auf dem Fahrrad natürlich überhaupt nicht fehlen darf, ist eine Portion Regen, wenn die Route beginnt. Den haben wir, check. Ich habe extra meine Regensachen noch an, die sind natürlich ein bisschen warm für 9 Grad im Frühjahr. Aber da muss ich jetzt durch. Da beim Fahrradfahren ja nicht nur Regen Spaß macht, wenn man losfährt, sondern auch eine zweite Komponente, ein richtig schön den Tag versüßen kann, habe ich auch schön viel Wind. Wind direkt aus Westen, ja, liegt gerade genau auf meiner Route. Später, wenn ich dann nach Norden fahre, dann habe ich dann von der Seite Wind, 25 km/h. Ja, das wird spaßig, aber ich freue mich auf das Abenteuer. Von der Planung her habe ich mir gar nicht so viel Mühe gegeben. Ich habe bei Komoot einfach eingegeben, dass ich nach Bansin möchte, habe den Startpunkt festgelegt und habe angegeben, dass ich normales Fahrrad fahre. Bloß kein Gravelbike. Ich fahre zwar Gravelbike, aber Komoot hat mich schon über die süßesten Wege geschickt. Nur Sand, pur Staub. Ja, da kommt man gar nicht vorwärts. Komoot rechnet mit 15 Stunden Fahrzeit bei 16 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Ja, es kann realistisch sein mit den ganzen Pausen. Heißt dann aber auch, wenn ich in Berlin losfahre, kurz nach 9, wenn ich meinen Schlafsack habe und die Isomatte, dass ich wahrscheinlich erst gegen 1 Uhr nachts da bin. Mal schauen, vielleicht können wir noch ein bisschen Zeit rausholen. Aber bei dem Wind stapeln wir lieber erstmal ein bisschen tiefer. Isomatte und Schlafsack habe ich, plus noch ein bisschen Proviant für unterwegs. Kann es weitergehen. Also das ist jetzt ja hier mein erstes Bikepacking-Abenteuer mit Schlafsack und Isomatte und so. Aber ich frage mich ernsthaft, wie kriegen das andere hin, die jetzt nur so eine Arschrakete haben oder so eine Rahmentasche oder so. Weil der Schlafsack nimmt echt viel Platz weg. Und das ist kein Schlafsack, den man bei minus irgendwas Grad benutzen kann. Das ist ein normaler Schlafsack bis 5 Grad. Und trotzdem ist die Tasche schon extrem voll. Klar habe ich da jetzt nicht nur den Schlafsack drin und die Isomatte, sondern ein paar Wechselsachen, ein paar dünnere Sachen, wenn es wärmer wird. Ja, oder wenn ich mal durchnässt bin oder so, dass ich noch was anderes im Anziehen habe. Aber ich meine, ich habe hier 2 große Taschen und die sind voll. Verrückt. Oder ich habe einfach die falsche Ausrüstung genommen. Wer weiß. Ich fahre jetzt seit ungefähr 2 Jahren mit dem Fahrrad. Ja, vorher war ich Vielfahrer mit Auto, hatte so meine 30.000 bis 36.000 Kilometer im Jahr. Ja, war vom Körper her eine gute Couchkartoffel. Also Fitnessstand war wirklich sehr gering. Dachte eigentlich immer, ich bin fit, weil ich früher im Fitnessstudio mal war. Aber bei meiner ersten Fahrradtour habe ich gelernt, nein, bin ich nicht. Ja, und heute, wie vorhin schon gesagt, mein erstes Bikepacking-Abenteuer mit Übernachtung. Man muss seine Komfortzone halt einfach immer ein bisschen ausdehnen, neue Sachen mal probieren, ja, den Körper neu fordern. Das macht Spaß, das entwickelt einen. Das Leben als Autofahrer, als Vielfahrer oder als Couchkartoffel habe ich hinter mir gelassen. Das kann ich mir auch gar nicht mehr vorstellen. Fahrradfahren ist meine neue Leidenschaft und die teile ich auch gerne mit euch. So, wo soll ich denn jetzt lang hier? Hä? In die Sackgasse da rein. Okay. Fahren wir mal in die Sackgasse und gucken, was passiert. Riecht hier überall so schön nach frischer Landluft. Oh. Feuerwehreinsatz. Schön.
Trotzdem riecht es hier nach Landluft. Ja, im Berliner Raum sind meine Autobahnbrücken der größte Endgegner. Mehr Steigung gibt es hier kaum. Deswegen bin ich schon mal gespannt, was mich noch erwartet. Gucken wir mal, was noch kommt. Ja, super geil. 2,4 Kilometer reiner Kopfsteinpflaster. Das macht Spaß. Juhu. Ansonsten, wer sich für mein Setup interessiert, ich fahre hier mit dem Cube Neuro Grace FE. Einfach nur 2 Taschen hinten dran. Schlafsack jetzt mittlerweile dabei, Isomatte dabei, ein paar Wechselsachen, ja, Powerbank, Trinken, 2 Tränkehalter. Reicht völlig aus für mich. Wie weit ich damit komme und wie gut das klappt, werden wir noch sehen. Weil mit dem Setup bin ich natürlich weit weg von einem Profi, der sowas schon ein bisschen mehr öfters macht. Glück gehabt, doch nicht 2,4 Kilometer Kopfsteinpflaster, aber Gravelweg, das geht einigermaßen. Der Wind, der schiebt ganz schön, meistens von der Seite zum Glück. Da geht es einigermaßen, aber es raubt doch ein bisschen Energie. Aktuell halte ich mein Energielevel ein bisschen mit Studentenfutter, aber ich merke schon, so ein bisschen eine Banane oder irgendwas oder ein Brötchen wäre jetzt schon ganz cool. Weil es bei nächster Gelegenheit werde ich mal anhalten und mich mal eindecken. Ich muss mich erstmal umziehen. Mir ist viel zu warm. Die Hose ist zu dick. Zum Glück habe ich noch ein paar Wechselsachen mit. Und Komoot hat mich gerade richtig auf einen schönen Waldweg hier geführt, wo wahrscheinlich niemals einer langkommt. Die Chance nutze ich mal. Ziehe mir eine kurze Hose an. Dazu habe ich irgendwo noch eine lange Hose und eine dünnere Jacke. So, nur die Frage, wo ich meine lange Hose habe. Da ist sie zum Drunterziehen. Jetzt natürlich versuchen umzuziehen, ohne dass wir irgendwie die Schuhe zu dreckig werden hier. Oder die Füße. Sonst haben wir ja den ganzen Sand drin. Und jetzt wird natürlich auch der Stauraum ein bisschen knapp, weil die Klamotten sind viel dicker als die anderen hier. Schon viel besser. Dünnere Hose. Macht was her. Jetzt überlege ich gerade, ob ich die Jacke... Doch, die Jacke tausche ich auch. Junge. Ich glaube, da bin ich echt mit viel zu viel Gepäck losgefahren. Aber das weiß man vorher immer nicht. Gut, räume ich zusammen und dann geht es wieder weiter. Schöner Komoot-Waldweg hier. Hätte man so fast gar nicht gesehen, die Einfahrt. Aber Komoot führt einen ja sehr zuverlässig hier. Jetzt ist mir zum Glück schon mal nicht mehr ganz so warm. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Aha. Jetzt links. Jetzt links, ja. Einmal rum am Baum. Ja. Mit Komoot hat man nicht das Problem, dass man auf zu befahrenen Straßen fährt, aber man fährt halt auch mitten in der Natur irgendwo rum. Die ersten 40 Kilometer liegen hinter mir, haben sich ein bisschen gezogen durch Wind, kleinere Pausen für Umziehen und so weiter. Und natürlich das Einkaufen vom Schlafsack und von der Isomatte. Aber ansonsten ist die Sonne jetzt rausgekommen. Das ist sehr schön. Bin jetzt auch gerade wieder in so einem Waldstück nach einer etwas längeren Landstraßenpassage. Es liegen nur noch 201 Kilometer vor mir. Also ist ja fast schon geschafft. Weiter geht's. Jetzt habe ich seit 2 Kilometern ordentlich Gegenwind und werde hier ordentlich durchgerüttelt. Da kriegt man ein bisschen Vorgeschmack, wie sich Fritz Meinecke gefühlt haben muss auf dem Atlas Mountain Race. Eieiei, Respekt Fritz. Da hast du was abgeleistet. Und bei mir ist ja nur loser Sand und Geholper hier auf Grasnamen und nicht so eine Steinlandschaft, wie Fritz sie hatte. Mann. Trotzdem fühlen sich die Arme und Hände an, als wären sie die ganze Zeit auf der Waschmaschine drauf im Schleudergang. Was macht der Radfahrer am liebsten, wenn er durch die Gegend fährt und die Natur genießt?
Na klar, essen. Ich glaube, hier war ich schon mal auf meiner ersten 200 Kilometer Tour auf dem Rückweg und da ging es mir gar nicht mehr gut. Da hatte ich die Ernährung noch überhaupt nicht im Griff, wusste gar nicht, worauf ich hier einlasse. Aber jetzt weiß ich ja, lieber kleine Häppchen essen, keinen großen Döner gleich nach den ersten Metern. Da geht's ganz gut. Ich habe gerade 2 E-Biker vor mir und E-Bike ist ja schon echt praktisch, wenn man zum Beispiel zur Arbeit pendeln will, wenn man nicht so verschwitzt sein möchte im Büro oder so. Dann geht ja schon gut, aber die können ja niemals so eine 240 Kilometer Tour an einen Tag machen. Das geht ja gar nicht. Aktuell läuft es ganz gut. Ich bin auf einem schön ausgebauten Fahrradweg endlich mal. Der Großteil des Weges war bis jetzt immer nur Waldweg, Kopfsteinpflaster, links, rechts, durch Sand durch. Da zieht sich ganz schön. 60 Kilometer sind geschafft oder 61. Jetzt sind noch 180 Kilometer vor mir. Ab und zu werde ich gefragt, warum ich mir sowas antue hier, also mit Fahrrad draußen fahren, bei Wind und Wetter. Ja, warum ich hier ab und zu so lange Strecken fahre, ja, 200 Kilometer, das ist jetzt so meine 3. große Tour. Warum ich zur Arbeit pendel, 80 Kilometer an einem Tag. Das ist doch Wahnsinn, wird immer wieder gesagt. Aber ganz ehrlich, wie soll man das jemandem erklären, der selbst kein Fahrrad fährt? Für mich ist das nicht Wahnsinn, sondern einfach eine Investition in mich selbst, in meinen Körper. Ja, es gibt den nötigen hormonischen Stress, den man immer mal braucht. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch hier oben. Ich finde es einfach klasse. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, nicht mit dem Fahrrad zu fahren und noch Sport zu machen dazu. Oh, jetzt geht es gerade ein bisschen bergauf. Das Reden ein bisschen schwer. Also Höhenmeter sind gar nicht meins. Da muss ich mehr trainieren für. Aber auf meiner Pendelstrecke habe ich halt keine Höhenmeter. Das sind gerade mal 60 in Summe. Und das bei 40 Kilometern. Holla die Waldfee. Die ersten 80 Kilometer sind geschafft. Die haben mich zugegebenermaßen auch ein bisschen geschafft, die 80 Kilometer, weil, wie ihr seht, bin ich immer noch im Wald. Die ganze Zeit. Ja, der ist jetzt wieder ein bisschen besser hier, der Waldboden, aber zwischendurch sehr sandig, huckelig, holprig. Ja, das zieht schon ein bisschen Energie aus den Beinen. Also sind auf jeden Fall anstrengendere 80 Kilometer, als ich sonst fahre, wenn ich zur Arbeit fahre und zurück. Von der Seite aus bin ich langsamer als gedacht. Und mal gucken, ob ich bis 1 Uhr nachts wirklich im Benzin bin oder ob es dann doch ein bisschen länger dauert. Werden wir sehen. Aber ansonsten echt schöner Tag. Die Natur ist klasse. Die Bäume schützen auch ein bisschen vor dem Wind. Das ist das Positive jetzt an der Stelle. Ja, der Wald gibt einem sowieso mal viel Energie. Und es ist auch schön, dass ich nicht so viele Autos hier habe. Oder besser gesagt gar keine Autos auf der Strecke bis jetzt, außer an den neuralgischen Punkten, wo man mal die Straße überquert. Ja, ist eine schöne Tour, aber wie gesagt, ein bisschen anstrengender als gewohnt. Aber wir ziehen durch, da kennen wir nichts. Weiter geht's. Ja, ohne Wasser, da läuft es einfach nicht auf der Tour. Und ohne ISO auch nicht. Ist irgendwie auch schön, mal wieder in der Zivilisation jetzt zu sein, nach dem ganzen Wald. Ich habe schon Kopfschmerzen, weil ich so wenig Wasser getrunken habe. Aber ich musste mir irgendwie das Wasser einteilen, dass ich überhaupt so weit komme. Herrlich, herrlich, endlich was zu trinken. So, jetzt noch eine Banane und ein bisschen Wasser. Und dann geht's wieder weiter. So, wo sind wir denn eigentlich? Gucken. Noch 147 Kilometer vor mir.
Jetzt bin ich gerade in Milmersdorf. Nicht zu verwechseln mit Wilmersdorf in Berlin. Naja, und ich sehe schon, da wartet eine ganze Menge Wald wieder auf mich. Bis Petznick. Mal schauen. Dann weiter. Ja. Die ersten 100 Kilometer habe ich geschafft und das ist genau der richtige Zeitpunkt, um einmal kurz die Aussicht zu genießen. Echt schön hier. Mal eine kleine Abwechslung zum Wald, durch den ich die ganze Zeit fahre. Wie schon gesagt, die 100 Kilometer bis jetzt haben ganz schön geschlaucht, weil sie fast nur auf dem Waldweg sind. Und der zieht ganz schön Energie. Ja, da muss man erst recht mal ein bisschen hier die Aussicht genießen. Ein bisschen was trinken. Und dann geht es in 5 Minuten weiter. Bin irgendwie am Überlegen, ob ich vielleicht meine Route noch mal ein bisschen anpasse. Weil die Wege hier sind zwar schön autofrei, aber echt anstrengend. Man kommt nicht vorwärts. Meine Durchschnittsgeschwindigkeit sinkt immer weiter in den Keller. Und damit die Wahrscheinlichkeit, dass ich heute irgendwie um 1 da bin, umso mehr. Guckt es euch an. Also ich habe meine Route jetzt angepasst, weil ich habe gesehen, dass in den Komoot-Einstellungen immer noch Gravel-Tour drin war. Alles schön, aber eigentlich wollte ich ein normales Citybike fahren, damit ich genau so eine Wege hier vermeiden kann. Jetzt muss ich natürlich ein ganzes Stück fahren, um erstmal auf die Route zu kommen, die für Citybikes geeignet ist. Aber lieber so, als dass ich jetzt das Ganze hier weiterfahre und überhaupt nicht ankomme. Na dann, weiter geht's. ...120 Kilometer geschafft, 120 noch vor mir. Und es war gut, dass ich meine Route angepasst habe, weil jetzt bin ich endlich mal wieder auf einem vernünftigen Weg unterwegs, wo man auch ein paar Meter machen kann. Die Gravelwege, die ziehen einfach zu viel Kraft, das ist nicht meins. Ich bin eher so der normale Straßenfahrer oder Fahrradwegfahrer. Ich will Meter machen, ich will Geschwindigkeit, ich möchte auch ein bisschen Wind um die Nase. Das ist eher mein Ding. 140 Kilometer sind geschafft, jetzt sind noch 100 übrig. Aktuell ist es ein bisschen zäh, weil der Wind so sehr drückt und weil ich natürlich recht viel Energie verloren habe in den ganzen Gravelwegen. Aber dafür läuft es halbwegs. Ja, ist schon ein ganz schön Abenteuer, so ein Bikepacking mit 240 Kilometern. Ui. Aber das fordert, das formt den Charakter. Muss man mal gemacht haben. Die Wege auf der neuen Route sind deutlich besser. Aber die Verpflegung oder Resupply, wie es so schön heißt, ist immer noch sehr eingeschränkt. Bin froh, dass ich noch eine Flasche mehr mitgenommen hatte vorhin beim Netto. So komme ich wenigstens noch ein bisschen weit. Aber ich habe ein starkes Eisdefizit. Normalerweise hätte ich jetzt wahrscheinlich schon 4 Eis gegessen oder so. Ist nichts mit Eis in Sicht hier. Naja, mal gucken. Vielleicht habe ich Glück und bald kommt was. Kleine Bemerkung noch zu meiner Ernährung. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich mir Studentenfutter mitgenommen habe. Ich habe davon nicht mal eine halbe Packung bis jetzt geschafft, weil es staubt so dermaßen im Mund und macht so viel Durst. Da kommst du nicht vorwärts. Also Studentenfutter braucht ihr auf so einer langen Reise hier nicht mitnehmen. Außer ihr sitzt vielleicht irgendwo, macht eine lange Pause und esst es dabei. Aber da würde ich lieber andere Sachen essen. Also kann ich nicht empfehlen. Lasst da Finger davon. Ich habe jetzt 160 Kilometer hinter mir, jetzt nur noch 80 vor mir. Die Sonne wird ungefähr in einer Stunde untergehen. Deswegen ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um mal Bilanz zu ziehen, was ich heute alles gesehen habe. Also von Kühen, Schafen, Pferden in allen Größen, Ameisen, Hasen, unzählige Rehe auf Feldern, im Wald, Katzen, Ziegen, Schafe. Also eigentlich alles, was man sich vorstellen kann, sogar ein Frosch, Schmetterlinge. War echt schön. Aber anstrengend. Aber es lohnt sich jedes Mal, so eine Tour zu machen. Man wächst immer ein bisschen über sich hinaus, kommt aus seiner Komfortzone raus. Einfach klasse. ...180 Kilometer sind geschafft.
Es liegen noch 60 vor mir. Also quasi ein kleiner Katzensprung. Haha. Jetzt gibt es zur Abwechslung mal wieder ein bisschen Wald. Nach einer längeren Landstraßenpassage. 120 Meter an der Die war ganz angenehm. Mal gucken, aber der Waldweg hier geht einigermaßen. Kommen wir noch ein bisschen voran. Ich hoffe, es wird nicht schlimmer. Da habe ich jetzt irgendwie gar keine Lust mehr drauf, vor allem wenn es dunkel wird. Der Rücken zieht ein bisschen, aber nicht jetzt zu doll. Ja, die Knie drücken ein bisschen, aber ist normal bei so einer langen Tour. Und wenn man vor allen Dingen so viel durch den Wald fährt, das gehört dazu irgendwie, aber die erholen sich wieder schnell. Kurzes Update. Ich habe jetzt nur noch 40 Kilometer vor mir. Nur dadurch, dass ich die Strecke ein bisschen geändert habe, sind 6 Kilometer weniger. Also das heißt, ich habe jetzt 195 Kilometer geschafft. Bin also bald da. Es ist nur noch wie einmal zur Arbeit fahren. Ich habe gerade so richtig schön ins Klo gegriffen. Ich dachte, ich habe nur noch knappe 30 Kilometer oder sogar weniger als 30 Kilometer. Aber Komoot hat mich schön zu einer Fähre geschickt, die um die Zeit natürlich nicht mehr fährt. Habe ich einfach nicht gesehen. Naja, jetzt lasse ich mich von Google erstmal ohne Fähre navigieren, weil Komoot besteht immer noch darauf, dass ich die Route weiterfahre, obwohl da keine Fähre ist. Aber es sind dann eben aus so 28 Kilometer jetzt nochmal 54 geworden. Yay! Da kommt Freude auf. Also nochmal 2 Stunden 42 Fahrt. Yippie! Ich habe es geschafft. Ich bin in Bansin angekommen und habe eine neue persönliche Bestzeit aufgestellt oder Bestrekord aufgestellt mit 264 Kilometern an einem Tag. War nicht einfach, aber jetzt suche ich mal schnell eine Schlafgelegenheit und dann sehen wir morgen weiter. So, mein Nachtlager ist eingerichtet. Ich habe hier eine kleine Ecke gefunden und gehe jetzt erstmal schlafen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen früh. Morgen, Leute. Es ist jetzt 6 Uhr. Die Nacht war ein bisschen kälter als optimal. Ich baue jetzt mal ab, ziehe mich an und sehe zu, dass ich erstmal was zu essen kriege. Und nachher, wenn es richtig hell ist, dann gucken wir uns die ganze Sache hier nochmal an. Mir geht die ganze Zeit eine Frage durch den Kopf. Warum nehmen so viele Leute beim Fahrradfahren Po-Creme? Ich bin 264 Kilometer gefahren und habe überhaupt gar keine Probleme. Mache ich irgendwas anders? Ist es vielleicht der Sattel oder so? Oder die Polsterhose? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, würde mich total mal interessieren. Jetzt hole ich mir erstmal eine Kurkarte und dann erkunden wir den Ort weiter. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass hier einer ein richtig großes Osterfeuer machen möchte am Strand. Mal gucken, vielleicht sehe ich das heute noch. Ansonsten, wenn ihr in Bansin seid, steht nicht zu früh auf. Das macht ja alles erst um 8 Uhr auf, selbst die Toiletten. Der Bäcker, Restaurants und Co. Manche sogar erst 11:30 Uhr, aber ist bei Restaurants ja eher normal. Naja, lasst euch Zeit. Also diese Fahrradtaschen hier zum Anhängen sind zwar super praktisch, wenn sie am Fahrrad sind, aber sobald man die rumschleppt hier, naja. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr irgendwelche anderen Taschen habt und damit zufrieden seid. Ich sehe immer wieder in der Werbung, beziehungsweise bei Instagram und Co., dass es so Taschen gibt mit umklappbarer Rückseite, dass man einen Rucksack draus machen kann. Aber irgendwie traue ich mich da noch nie ran bei dem Preis. Also wenn da jemand was weiß, schreibt mir gerne in die Kommentare. Würde ich so ein Bikepacking-Abenteuer nochmal machen mit Übernachtung? Auf jeden Fall. Würde ich alles nochmal genauso machen? Auf gar keinen Fall. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, dass man seine Route ordentlich planen soll. Und genau das habe ich nicht gemacht, weil ich einfach sehr spontan losgefahren bin. Habe mich da komplett auf Komoot verlassen. Ja, hat auch eine super Gravel-Strecke rausgesucht. Aber wow, 200 Kilometer oder 241 Kilometer auf Gravel fahren, das ist nicht meins. Ich fahre lieber auf der Straße oder Radwegen vernünftigen. Da komme ich besser vorwärts, habe mehr Spaß, die Natur zu genießen und so weiter, die Fahrt zu genießen. Ja, dann war sehr ärgerlich, dass ich da 23 Uhr abends
oder kurz vor 23 Uhr das Problem hatte, dass da keine Fähre mehr fuhr und ich auch nicht darauf geachtet habe, ob da irgendwie eine Fähre fährt. Lag natürlich auch ein Stück weit daran, dass ich die Route nochmal geändert habe unterwegs, dass ich wenigstens ein bisschen mit dem Citybike fahren kann, also Fahrradwege wenigstens habe und nur wenige Waldwege, weil am Ende des Tages sind doch noch genug Waldwege. Also da würde ich das nächste Mal genauer darauf achten, die Route besser planen und auch mir schon mal eher einen Schlafort nochmal aussuchen irgendwie, der geeignet ist, weil da ich gestern auch nochmal eine gute halbe Stunde gesucht, bis ich was gefunden habe, wo ich mich hinlegen kann, wo ich keinen störe, wo mich keiner stört. Ich kann es sehr empfehlen, so eine Solo-Bikepacking-Tour mit Übernachtung mal zu machen. Ja, das hat mich wieder ein bisschen aus meiner Komfortzone rausgeholt, hat Spaß gemacht und ich wünsche euch auf jeden Fall auch viel Spaß, wenn ihr mal so eine Tour macht. In dem Sinne, ciao, euer Manuel.